Moin Moin! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Herrschaften. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt, bei diesem Video einzuschalten. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Wir wollen jetzt hier am Bus ordentlich durchstarten. Oh, guck mal, was er für einen kompletten Eindruck schon wieder macht, ne? Ja, es geht darum, dass wir hier mal das elendige Thema beenden mit dieser A-Säule hier, dass das ganze Teil mal Einzug findet. Ihr seht schon, ich habe hier schon mal markiert, wo man die jetzt abschneiden müsste. Da abschneiden, hier um die Ecke und so, dass man genau nachher weiß, ach, das ist der Bereich, der jetzt ausgeschnitten ist am Auto. Und dann kann man sich die jetzt da ausschneiden und so wird die reinpassen. Ob das jetzt so geschieht oder nicht, das finden wir morgen gemeinsam raus. Weil morgen kommt der Kollege, Sven ist am Start und wird mit mir die A-Säule hier einpassen zumindest, ne? Jetzt geht die Vorbereitung weiter los. Ich habe hier schon mal so erste Vorbereitungen getroffen mit hier Türgriff eingebaut, Türschloss. Der hängt jetzt hinten schon wieder im Türspalt drin. Und die Spaltmaße so passen schon gar nicht schlecht, muss man sagen. Hier kommt die Tür nachher noch ein paar Millimeter hoch. Das konnte ich jetzt hier nicht so ganz perfekt austarieren, aber fürs Erste bin ich schon sehr, sehr zufrieden, wie das so passt. Klar, da ist der Spalt jetzt ein bisschen mehr, weil das Kniestück hier leider ein bisschen abfällt. Aber Leute, es ist jetzt halt ein Unfallbus, ne? Ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, als erstes wollen wir jetzt uns gleich kümmern und die ganze Scheiße hier mal ein bisschen vorbereiten. Ich hole in der Firma einen Schweißapparat ab, ein fettes Teil, dass wir hier auch keine Probleme haben und dann mit diesem ollen Schweißgerät, wo immer der Vorschub spinnt und so, dass wir hier die A-Säule auch vielleicht direkt geil verheften können, vielleicht auch fertig verschweißen, wer weiß das schon, ne? Wäre ja geil, wenn das klappt. Dieses Video will ich es auf jeden Fall schaffen, dass die A-Säule final drin ist. Ja, außerdem muss jetzt eigentlich als nächstes erstmal alles wieder abgebaut werden. Hier die Antenne habe ich immer so rangepackt und so. Die muss beiseite, Armaturenbrett wieder raus, dieser Lüfterkasten muss weg, Tür beiseite, dass man hier morgen gleich durchstarten kann. Ich weiß nur nicht, ob Sven das auch nochmal einmal so sehen will und ich das dann mit ihm alles nochmal auseinanderrupp, weil ich meine, das sind 5 Minuten, dann ist das alles auseinander, ne? Ja, vielleicht lasse ich das noch sitzen. Erstmal geht's jetzt los mit Vorbereitung, Schrauben, alles rausholen und sonst was. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Als erstes mal Musik ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurzer Zeitsprung hier, so nach dem Motto. Ich war mit Phil unterwegs und habe das Schweißgerät abgeholt aus der Firma, damit wir einen richtig geilen Apparat jetzt da haben zum Braten. Außerdem haben Phil und ich hier die Tür wieder ausgebaut, den Lüftungskasten raus, das Armaturenbrett beiseite. Einfach, dass wir jetzt hier Platz haben, weil es gibt Erneuerungen. Gerade habe ich einen Anruf gekriegt und hier kommt gleich noch der Karosseriekollege mit seinen Aluhammern vorbei. Und wir wollen hier in der Front mal richtig einschwingen. Er sagte, da ist noch viel zu holen, was die Front angeht und sowas. Ein bisschen glätten und all so ein Kram. Also wir werden hier gleich ordentlich auf der Front rumhauen und ja, das Ganze ein bisschen in Form bringen. Auch die Dachkante hier muss noch ein bisschen raus. Da werden wir uns auch drum kümmern. Also es geht jetzt hier wirklich gleich ums Feinrichten. Natürlich wird das alles nicht spiegelglatt, ist auch nicht der Plan. Aber er meinte, da ist schon ein bisschen was zu holen. Wenn wir das heute Abend noch schaffen, ist das total geil, ne? Weil morgen ist dann soweit, dass der andere Sven kommt und mit mir die A-Säule reinklotzt. Alter, dieses Wochenende Schlag auf Schlag, sag ich euch. Der Bus nimmt Form an. Jetzt als nächstes würde ich sagen, geht für euch die Mucke wieder los und dann seht ihr mal, wie er da mit dem Hammer mal einen Schlag macht und so, ne? Also, bis gleich. So, Leute, doch keine Musik. Sind ein paar Stunden ins Land gegangen. Ich würde mal sagen, 3-4 Stunden später. Der lange Sven war da und hat hier ein bisschen mit mir, also eigentlich haben wir... Nee, eigentlich hat er viel mehr. Ich habe hier und da mit ausgeholfen, aber er hat hier auf der Frontmaske rumgehauen, wie kein zweiter. Und ihr könnt hier schon sehen, Alter, guck mal, was da los ist. Hier jetzt richtig was geglättet, ne? Zwischendurch noch so Schrumpfpunkte gemacht und sowas. Die ganze Kontur hier gefunden, bis nach unten um den Lampentopf rum. Den Lampentopf
der hat uns hier vorne am meisten geärgert. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz hundertprozentig, wenn man sich das hier an dem Vergleichsstück anguckt. Und hier sieht man schon, ganz stimmt das nicht. Zum Glück retuschiert der Lampentopf das hier ja natürlich auch an der Stelle. Und das sieht schon richtig, richtig geil aus hier, das Ganze. Hier ist auch so ein Schrumpfpunkt reingekommen. Und ich bin so happy mit dem Ergebnis. Also ich freue mich endlos, muss ich echt sagen. Sven hat schon gesagt, er würde gerne nochmal mit mir so einen Abend hier reinhauen. Wir waren jetzt 3-4 Stunden dran. Und er würde das gleiche nochmal tun. Also vielleicht nicht in der Länge, aber auf jeden Fall, dass wir hier noch so ein paar... Ja, er sagt, es ist hier und da noch ein bisschen was zu holen. Aber so ein Abend ist natürlich nicht ewig lang. Hier oben am Dach wollte er gerne auch noch mal ein bisschen was machen. Die Kante hier muss natürlich raus. Wie das alles weitergeht, werden wir sehen. Aber Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie happy ich gerade bin, dass diese ganze Kontur hier so toll, wie das hier aussieht und so. Oh, ist das schön. Ist das nicht geil? Und in diesem Sinne will ich jetzt eigentlich auch schon Tschüss sagen. Und bis morgen. Der Bus sieht so viel geiler aus jetzt wieder. Ich bin richtig, richtig glücklich. Und morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Sven. Wir wollen hier schön die A-Säule reinpflanzen. Das ist der Plan. Machen uns dann einen Schlachtplan und dann geht's hier morgen früh gleich um 8 Uhr weiter. Die A-Säule soll Einzug finden. Dafür auch das dicke Schweißgerät und so. Ich bin heiß. Bis gleich. Leute, wir sind wieder zurück. Sind schon ein paar Stunden ins Land gegangen und auch ein paar Tage. Guckt mal hier hin, Alter. Ihr habt gerade schon in diesem Musikporn gesehen. Wir haben die A-Säule reingefetzt. Macker. Pass auf. Die Tür schwenkt komplett auf. Und auch wieder zu. Also... muss ein bisschen geknallt werden, weil, ich bin euch ehrlich, guck mal hier, die B-Säule macht hier so ein bisschen ein und geht auf. Also die müsste jetzt quasi nochmal ab hier so ein bisschen wieder zurück. Hier in der Spalte kann man das gut sehen. Guck mal hier unten, spaltig und dann wird er hier richtig dünn. Hier oben ist sie auch gegengeballert beim Unfall scheinbar. Also da wollen wir uns gleich drum kümmern, dass wir die B-Säule nochmal so ein bisschen vordrücken wieder. Aber erstmal, Alter, ich bin so happy, dass jetzt hier die Tür wieder am Schwingen ist. Guck mal, hier haben wir den schön eingestuft, einmal eine Naht rumgebrutzelt, da schön ein paar Punkte durch. Hier unten ist sie auch überall schön lang gebrannt. Ach, herrlich, ne, herrlich. Hier, die Naht haben wir da auch verschliffen. Jetzt muss hier nochmal was passieren, so. Da muss ich wahrscheinlich den aber auch nochmal mit der Presse wieder ein bisschen gegendrücken oder so. Da gedulde ich mich noch ein bisschen. Genauso die Kante hier, die muss auch noch fest. Aber ich habe das hier eigentlich zwischen schön sauber gemacht, dass man jetzt mit der Punktschweißzange bei könnte. Als nächstes heißt das hier erstmal verschleifen, verschleifen, verschleifen. Aber richtig geil, Alter. Großer Schritt.
geschafft mit der A-Säule. Jetzt haben wir hier vorne noch die Ecke einmal rausgenommen komplett, damit wir hier hingekommen sind, halt zum Verschweißen auch, ne? Auch hier die Naht schon mal grob ein bisschen verschliffen. Also hier ist er einmal so festgekommen. Total geil. Ja, und dann seht ihr ja hier, das ist jetzt quasi die Stufe, die er hier hat, ne? Für die Stabilität. Guck mal, hier von hinten auch schön alles ausgerichtet und komplett am Naht durchgezogen. Also echt geil. Und jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? Die Tür sitzt doch nicht mal schlecht. Also ich muss sagen, guck mal, wie die Schlossfeld nochmal. Ist doch geil. Ne, wenn man jetzt hier aufmacht. Ja, ne? Man darf jetzt halt auch nicht vergessen, dass es ein Unfaller ist, so, ne? Aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier die B-Säule nochmal vordrücken, dann ist gut. Und hier sind die Schrauben von der Tür auch ziemlich mittig in der Geschichte. Das heißt, wir haben noch alle Möglichkeiten, die Tür schön auszurichten. Guck mal, außerdem waren wir jetzt hier oben an der Dachkante nochmal bei und haben hier so ein bisschen diese Formen mehr rausgeholt. Die ganze Kante noch ein bisschen vorgedrückt. Das hier ist allerdings noch nicht final fertig. Ich muss jetzt hier hinterher nochmal ein bisschen mehr vom Träger wegnehmen, dass man da einfach ja, bessere Chancen hat, das noch ein bisschen weiter rauszuholen. Wenn man die Frontscheibe reinlegt, passt das Maß hier total klasse. Also von der Breite, hier ist er auch schön, also hier ist er auch schon richtig gut. Aber wie gesagt, oben muss ja noch ein Ticken raus. Aber Leute, das kriegen wir auch noch alles hin. Wir drücken jetzt gleich zusammen hier nochmal ein bisschen die B-Säule vor, dass das sich vielleicht ergibt und verschleifen nochmal ein paar Nähte und dann ist hier aber auch, ne? Dann reicht es auch. Ich würde sagen, ich leg los und dann sehen wir uns gleich wieder. Moin Leute, wir sind wieder zurück hier. Ich habe ein bisschen Gas gegeben. Gerade haben wir mal Philipp wieder hinter der Kamera. Könnt ihr euch das vorstellen? Guten Tag. Ja, ihr wisst ja, ne? Ich habe hier gerade so ein bisschen, guck mal rein, komm mal mit. Ich habe hier gerade mal ein bisschen angefangen zu verschleifen mit der Naht und sowas. Nicht viel, aber es sieht schon richtig toll aus. Hier drin auch einmal grob rüber. Ich muss weiter putzen, aber das machen wir nicht jetzt, weil zur Zeit kam Felix dann reingerannt und dann haben wir erstmal gequetscht hier gerade, ne? Wir hätten euch das auch gerne gezeigt, aber haben wir nicht so, ne? Pass mal auf, wie jetzt die Tür hier ins Schloss fällt. Viel besser, ne? Sahne. Wir haben jetzt hier die B-Säule ein bisschen mit der Presse vorgepresst, dass wir jetzt hier weniger Spalt haben. Die fällt echt toller ins Schloss. Und hier die Kante ist auch schöner, ne? Also, ja, was wollten wir jetzt machen? Zeig erstmal, wie fluffig die aufgeht, Alter. Ja, zeig mal. Reiß mal auf das Ding, ne? Das ist es schon. Ja, aber Felix, wir wollten jetzt die Tür mal rausschrauben, ne? Die schrauben wir raus. Felix und ich schrauben jetzt mal raus und dann seht ihr gleich, was wir hier noch veranstalten, ne? Ja. Nee, Licht muss sein, ne? Aber der Felix, du schraubst nicht das letzte Mal so, ne? Nee. Pfleger und Schrauber, ich sag euch das. Ja, reiß mal oben noch raus da. Ja, Sekunde. Ah, hier löst sich das Ganze. Wir müssen wieder quasi back to the roots hier kommen, ne? Ja, mal die Tür raus. Guck mal, Vari, du kannst da unten auch noch mal ein bisschen die Naht zeigen und so. So haben die Leute das noch gar nicht gesehen hier. Jetzt kann man hinter den Kulissen mal ein bisschen gucken hier. Was denn mit dem Schraubzugkasten hier? Hast du eine Box dafür? Nein. Baby haut hier oben, ne? Glatt wie ein Aal hier. Schließen Sie das doch gleich ganz anders aus. Das ist schon schön verputzt, ne? Das hartmutsche Kontizarbeit. So, sollen wir mal ein bisschen den rumbiegen hier? Ja, ist ja die Frage, ob man Handschuhe anzieht bei so einer Biegung oder biegt man einfach? Ich denke Ich mal, meine, ich habe ja auch Baumpflegepranken hier, ne? ja, ich denke, man muss hier mal einfach mal ein bisschen... Klemmt ihr von alleine, ne? Das sind echte Klemmer, Alter. Klemmt der hier los? Ja, aber das sind halt, man bräuchte halt viele von solchen Klemmern jetzt, ne? Aber klemmt der nicht auch fest? Ja, der klemmt extrem fest. Halt ihn mal hier bei. Soll ich mal hier irgendwie Ja, mach mal, probier mal. einfach randrücken? Ja. Alter. Ja, ist schon fertig geklemmt. Vielleicht Ne? sollten wir hier oben. Ja, okay, aber der ist da rausgejumpt nur. Der darf ja rausjumpen. Ja, Ne? ja, aber guck mal, ganz grundsätzlich hier kommt die Front jetzt hier so. Junge, wir könnten ihn auch hier mal direkt rumkloppen eigentlich, Ja, ne? ich hätte schon Bock da mal rumzukloppen. So. Aber eigentlich muss der Profi noch mal gucken, weil hier ist die Front auch noch zu hoch und so, ne? Ja, aber das wird man doch noch dengeln. Ja, Ne? das sagst du so, Alter. Das hat beim Aber letzten Mal sollen- schon hart gebremst, ne? Sollen wir uns nicht mal von oben nach unten worken hier? Wollen wir jetzt hier nochmal einen Klemmer machen und dann den Dengler, weißt du? Ja, aber sitzt alles gut und so? Deswegen dachte ich, hier ist mein Klemmer. Sag mal, hier ist da ein Riss. Nö, das wäre jetzt gut, wenn du den hier einklemmst. Ja, dann müssen wir den. Ich nehme mal bei dem, das ist der schönste Klemmer. Lass mal deinen da sitzen. Das ist schick hier, ne? Alter. Wir können ja mal gucken, wir müssen mal sehen, dass wir einen Anfang finden. Weißt du, wenn der erste schon mal von alleine klemmt. Ja, Leute, aber grundsätzlich seht ihr, die Front lässt sich hier wieder rumreißen, ne? Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was wir da machen, Alter. Das ist ja jetzt hier auch. Guck mal hier, der hält sich doch schon ein Stück. Ja, 18 Mal. Wenn wir den erst mal langsam mal losdengeln hier und dann uns durcharbeiten. Ja, ich kann dann mal dengeln, ne? Gib dir noch mal einen kleinen... Ich hab hier so einen ganz litten Aber wir können Hammer. ja so mal anfangen. Weißt du, Ja, wenn wir kommst du den- da so weit rein? Ja, lass mal probieren. Ah, ne, hier, geh mal da. Ja, ganz Hier ist eigentlich ja, geil, da, ne? ja. Aber dann so, dass man da hauen kann. Aber wie, So, ja, genau. aber wie klemmst du den fest hier? Ja, du sonst musst du ein bisschen
bisschen weiter aufschrauben hier. Er hat irgendwie den Punkt auf Klemmung, der, ne? Ja, genau, du kannst hier regulieren. Dann lass den noch mal ein bisschen nachregulieren hier. Ja. Alter, geil. Aber hier, guck mal, jetzt- wir drücken ihn vielleicht auch Ja, schon warte fast. mal, wir können ja hier noch mal ein bisschen nach. Warte. Ja, komm. Das ist schon fast ein sehr grober Apparat, ne? Mag Weiß er, nicht, ist ob es man wie am ersten Tag hier oder was? ein bisschen feiner hämmern sollte. Weißt du, oder das ist schon relativ feiner, ne? Jetzt müssen wir hier ein bisschen nacharbeiten, weißt du? Nicht, dass wir Ja. den komplett umbiegen und Ja, danach... aber wir müssen oben erstmal ganz umbiegen, sonst springt er uns da ja gleich wieder raus, weißt du? Lass mal hier nochmal einmal. Aber wir haben hier auch ein bisschen zu viel drauf, ne? Ja, lass ihn mal noch mal lösen hier. Weil irgendwie ist, oder? Oder ein Ja, bisschen hoch. löst den mal unbedingt. Du musst den hier hinten raus. Ja, aber Nee, ein bisschen ranfügen hier. Das ist Vertrauen, ne? Ah, aber das ist hier nicht gut, was wir hier gerade irgendwie machen, Felix. Wieso? Es kann auch sein, dass wir diese Kante hier noch ein bisschen mit der Zange erst hinbiegen müssen oder sowas, weißt du, dass die nicht ganz auf Maß sitzt. Guck mal, der sitzt da ja jetzt schon wieder. Weißt du, kriegen wir den nicht ein bisschen angekrallt hier? So, Alter, jetzt Aber guck mal, du drückst hier immer so kleine... Deine Drücker rein, ja. Ja, ich glaube, das ist erstmal gar nicht so schlimm. Warte mal, nimm mal den Drücker, der ist hier eigentlich schon der Beste. Ja, du musst hier ein bisschen mit der Kante aufpassen, siehst du das? Wir haben hier sonst so eine Ja, dolle die Delle muss ein wieder. bisschen raus und die ein bisschen rein. Wenn den hier mal... Ein bisschen flops. Ich glaube, wir müssen den hier erstmal ein bisschen wieder ranzwingen. Noch. Ich würde aber ein bisschen weiter unten zwingen, glaube ich. Weil, guck mal, dann können wir hier echt Meter machen, ne? Wenn du sagst, hier gibst du mal ein bisschen Nachhilfe und der Richtung, wo er hin soll. Ja, komm mal, jetzt liegt er hier schon überall ganz Ja, anders. aber jetzt lass dir mal hier noch ein bisschen Nachhilfe geben. Nur, dass das schon mal die Richtung anpeilt. Ja, okay, aber das ist ja jetzt erstmal auch Latte hier, ne? Ja, lass noch erstmal klemmen, ja, das fühlt sich schon. Könnte fast dicker sein. Nee, mach mal filigrane Arbeit hier. Weil der ist hier komplett lose schon, ne? Mach mal Felix, der alte Blechspechte. Blechspecht, Dank. Alter. Die Frage ist halt nur, ich bin ein Glatt bisschen diese. ängstlich. Weil? Bin nur ein bisschen ängstlich, dass die Kante hier gleich nicht passt. Jetzt legen wir die komplette Kante gleich rum, dann setzen wir die Tür Aber rein. du siehst ja, wo die gekantet werden muss wieder, ne? Ja, ja, Und hier aber- setzen wir ja genau an. Wir gehen Ja, ja es genau... ist nicht schlecht, was wir hier machen auf Nee, jeden weil Fall. Das wir will gehen ja ich- genau auf die Kante und das ist ja hier auch die Aussparung gewesen, ne? Also ich glaube, dass... Also mein... Alter. Guck mal, wie glatt die wird hier. Das ist ein, wir müssen da mal, genau, wir da müssen müssen... wir so einen Meter nach unten, ja. Und dann können wir den vielleicht auch nochmal wieder einen Meter nach unten setzen. Aber hier ist erstmal ein Riss gleich, ne? Den Blechspecht. Mach mal weiter rein. Kannst du dir noch mehr Nee, Zock das ist geben? noch Ne? nichts hier. Guck mal, wie faltig der hier noch ist. Du. Dass Hier, wir hier oder? ein bisschen Angst, dass wir hier ein bisschen zu früh dran sind irgendwie, weißt du? Ja, das Ja, Felix, du musst den ein bisschen mehr... Du haust manchmal die Kante hier mit runter, denn... ist Angst, Weißt dass du? die kaputt geht, oder was? Ja, das wäre besser. den Guck mal, hier hier, mehr die Kante erwischt. ist schon ganz faltig hier, du. So. Siehst du das? Dass ich eher hier außen erwische. Ja, genau. Jetzt müssen wir den eigentlich so erwischen, ne? Dass wir den hier abklappen. Ja, das sieht auf jeden Fall alles gar nicht schlimm aus, ne? Finde ich auch nicht. Und wenn die Falte hier, der Bogen rausgeht, dann der Ja, aber siehst du ja gerade, Ja, da was darf wieder ich nicht passiert hin. ist, wenn du da auf der kommst, jetzt ist die Kante, die da unter ist, ein bisschen verbogen gerade wieder, weißt du? Ja. Die ist davor, glaube ich, gar nicht fährt hier gerichtet so, geworden fährt hier so oder ein paar Kurven jetzt, ne? Ja, ja, aber ich meine, da können wir ja mit so einem Handamboss mal ein bisschen im Ball bleiben irgendwo. Ne? Aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn du jetzt von hier guckst. Klar, die fährt ein paar Kurven noch, aber das ist ja... Ja, kann man nachher noch mal ein bisschen nachrichten, alles. Ja, genau. Ja, wir arbeiten uns ja, guck mal, wie weit wir noch runtergehen, ne? Wir schieben das ja hier, die ganze Welt, die kommen alle nach unten. Und wenn die hier dran haben, arbeitet sie jetzt immer weiter nach unten. Und hier ist ja auch viel Materialverlust, ne? Aber das kriegst du auch mit der Zeit noch ein bisschen hingedengelt. Eher zu lang, wenn dann, ne? wenn Nachdem dann das, zu Großes Risiko fahren wir nicht. Und jetzt muss die Kante halt wieder zurück, aber ja, doof die Frage ist ist trotzdem. halt, wie oft kann man die Kante noch... Kanten. Ich würde sagen, jetzt als nächstes gucken wir erstmal Tür rein. einmal Tür rein und gucken, wie er hier fluchtet. Weil nicht, dass die ganze Kante hier noch mehr rausgerichtet werden muss, weil so sah das zuletzt schon mal aus, weißt du? Wenn er hier gut fluchtet, machen wir weiter. Wenn nicht, Ja. dann halt nicht, ne? Dann müssen wir nämlich erst den eigentlich abhaben. Und diese, guck mal, die ist ja hier auch gar nicht ganz gerade, ne? Dann müssen wir die Kante von dem Orangen erstmal so ein bisschen raushaben, komplett überall, ne? Oder die Frage ist halt, ob man nachher beides in einem so sich hinrichten kann, Auch wo man geil, will, ja. ne? Wenn du jetzt hier angekantet bist, dann kannst du auch beide in einen nachher ein bisschen bearbeiten, so, ne? Aber grundsätzlich geht das ja hier schon eigentlich ganz gut so, ne? Ja. Man hat ja immer die Angst gehabt, dass man den hier nachher gar nicht mehr ganz rumkriegt oder so, aber das ist ja alles gar nicht so das Problem, ne? Und wenn du den hier ranhältst, ne? Hier kriegst du auf jeden Fall die Kante wieder rumgelegt. Ja, ja. Also du kommst hier, kriegst die Kante auf jeden Fall. Und was wieder fahren wir da für dran und Zeiten rum. eigentlich? 14 Minuten 43. Leute, das muss auch alles einer schneiden hier, ne? Das wird ein Dienstagabend-Video. Aber es ist ein Komplettfilm hier. Wir machen jetzt hier mal die Tür rein, dann gucken wir uns das hier gleich mal an, wie das alles passt. Und dann ist danach auch mal Feierabend. Dann brauchen wir auch noch mal Content für irgendwann anders, ne? Wir können ja jetzt nicht den ganzen Bus in einem Video fertig machen, so. Das wäre ja auch Quatsch, ne? Also Langweilig Leute, können alle. wir bauen die Tür ein, ne? Oder Komm gleich wieder. Ja, Wenn die Tür drin ist, einmal. Ja,
oder sollen wir jetzt einfach Tschüss sagen? Komplett. Ja, und dann gibt's halt noch mal ein neues Video, ne? Für die Tür. Spannung. Wir können auch Tschüss sagen jetzt, ne? Was sagst du? Spannung aufbauen ist nicht schlecht, ne? Ja, stimmt. Ja, dann würde ich an eurer Stelle einfach mal gucken, wie das nächste Woche aussieht, wenn die Tür hier wieder drin ist, ne? Ich würde die Tür aber damit sehen wollen, Alter. Wenn ich jetzt im Video bin. Würdest du jetzt gerade noch sehen wollen, wie die Tür reinkommt? Ja. Ja, aber dann würdest du auch nächste Woche wieder einschalten, so, ne? Wahrscheinlich. Ja, es ist die Frage, Leute. Ihr könnt es jetzt nicht entscheiden, dafür ist der Zeitversatz einfach zu groß. Diskussionsrunde startet gerade. Ja, wir legen jetzt auf. Ist Wir so. diskutieren intern halt, ne? Ja. Ja, Leute. Ne, komm, wir bauen die Tür noch ein, dann sehen wir es gleich noch einmal wieder. So, Leute, guck mal hin hier. Wir haben da die Front rangeholt. Felix, was sagst du denn hier zum Ergebnis? Also ich bin der Meinung, wir haben gute Arbeit geleistet hier. Komplett stolz, oder was? Ja, ja. Der Metallspecht hier, ne? Umgelegt, Passung. Und wenn man drüber streichelt, es passt, ne? Ja, das Also passt eine Höhe. Hier fahren wir ein bisschen runter, aber wir sind noch nicht zu Ende, ne? Wir haben angefangen. Das ist der Start. Das Ding ist halt, der Alumensch kann nicht mehr rankommen hier, ne? Ja, seine Arbeit ist weg, Alter. Ja, ne, ich meine hier, guck mal, da sieht man jetzt schon noch dolle Dellen und hier ist das alles mit Alu echt glatt, ne? Und hier, er hat nachher wenig Möglichkeit ranzukommen, aber hat er jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wenn ihr weiter wissen wollt, wie das hier vonstatten geht, ne? Dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir hier die Kante umlegen und viele tolle, schöne Sachen am Bus erledigen. Erstmal ist ja jetzt hier wirklich ein Meilenstein passiert. Wir haben hier richtig, ja, die A-Säule drin. Was haben wir noch gemacht? Ist die nächste Woche umgelegt, die Kante? Nächste Woche wird die Kante. Ha. Nächste Woche ist sie umgelegt. Ich meine, das müsst ihr rausfinden, indem ihr einschaltet. So, ne? Ich kann es euch jetzt nicht versprechen, aber ich kann euch sagen, diese Woche ist viel passiert hier. Kontur drin, eine A-Säule drin, die Tür schwenkt, Alter. Magst du die nochmal schwingen lassen? Vor allem die von alleine. Also ich mach gar nichts, ne? Oh, herrlich, ne? Oder weich. Komplett drin. Die B-Säule gerichtet. Wir haben hier wirklich tolle Arbeit gemacht, auch unter anderem. Ne? Also, ich bin glücklich. Ich will jetzt auch mal Danke sagen, dass ihr hier wieder alle geguckt haben, was wir so treiben. Ne? Geht mal rein in den Shop. Ich glaube, da gibt's eine Tasse zu kaufen. Jetzt weiß ich nicht genau, aber guckt einfach mal nach. Und wenn nicht, dann nicht so. Aber ansonsten doch. Ich sag jetzt Tschüss. Bis nächste Woche. Will hier sonst noch jemand Tschüss sagen? Schönen Abend. Ja. War meine Ehre. Felix, mir auch. Vielen Dank, Vielen Dank. Vari, bis gleich.